Der neue Honda E, ja, deutsches Modell für den deutschen Markt. Es ist eine richtige Knutschkugel. Wir haben gleich 2 Stück mal da. Einer, der ist schon geputzt und der andere, der ist so, wie er vom LKW gefallen ist. Und wo er gebaut wird, was er alles so kann und warum das Teil einfach nur geil ist, ja, das werden wir euch gleich mal beschreiben. Vielleicht mal vorab, wir haben überhaupt keine Ahnung von dem Auto, denn wegen Corona sind nämlich alle Schulungen ausgefallen. Was aber schon mal auffällt hier bei dem Auto, er ist wirklich komplett so, wie er praktisch die Fabrik verlassen hat. Das heißt sogar noch hier mit den Schutzfolien, mit allem drum und dran. Sogar noch Do Not Open von Honda, nicht aufmachen. Das steht nämlich hier, das ist eine Tür. Ja, hier ist Thomas Reiter. Grüß dich, Thomas. Ja, hallo. Ja, du wolltest eigentlich mit einem, ich sag mal, Bus runterfahren zur Vorstellung vom Honda E, alles wegen Corona abgesagt. Ja, wir hatten vor ein paar Wochen eine Vorpräsentation geplant von Honda, aber durch Corona sind die ganzen Sachen gecancelt worden. Das heißt also, wir haben jetzt hier unser brandneues Auto von Honda, das erste rein elektrische Auto von Honda, auf dem wir so lange gewartet haben. Das ist ein richtig geiles Auto, aber das ist halt eben schulungsmäßig alles vorher erstmal gecancelt worden. Ja, wir gehen erstmal drum herum. Was direkt mal auffällt, die Sonne scheint wie Bolle hier und der Lack, der changiert. Das heißt, das ist nicht nur so ein Perlmutt-Effekt, das ist schon Hightech, oder? Das ist schon Hightech, ja. Also man kann es gar nicht so richtig einfangen hier mit der Kamera. Es ist ein Mehrschichtlack, der irgendwie, je nachdem wie man guckt, ist er entweder ganz weiß oder er wird so richtig samtig cremig. Also es ist ein richtiger Effekt. Sowieso Zweifachlackierung. Das Fahrzeug ist nicht geputzt. Also wir kriegen ihn original so, wie er jetzt hier ist. Wenn Sie den natürlich kriegen, dann sieht er sogar noch besser aus wie der da. Weil im Moment, wir drehen heute am 27. Mai 2020, da muss man das Auto nur mal 5 Minuten stehen lassen, dann sind die Pollen da, oder? Ja, da sind die Pollen da. Und die Autos, wie gesagt, sind beide ganz, ganz frisch gekommen. Bei dem Gelben haben wir schon ein bisschen was abgemacht, aber hier der Weiße, der ist, wie gesagt, akkurat so, wie er vom LKW abgeladen wurde. Die Dinger sind wirklich brandfrisch. Ja, Unboxing, das große Thema. Ich habe dich nämlich gebeten, pack ihn nicht aus. Wir wollen ihn mal sehen, wie er ab Werk kommt. Wo ist denn vorne und wo ist hinten? Ja, jetzt stehen wir hinten, aber da hast recht, man muss wirklich schon zweimal gucken. Der ist richtig genauso geworden, wie die Studie war. Der war ja so der Star auf der letzten IAA. Da war das so ein riesen Hype um das Auto, aber der ist wirklich mehr oder weniger unverändert so jetzt hier auf den deutschen Markt gekommen. Der ist schon richtig toll. Ja, wir gucken erstmal von vorne. Denn was interessant ist die Integration der Türen. Das kennt man ja von anderen Herstellern, dass die so eingelassen haben. Aber ganz ehrlich, Thomas, beim ersten Hingucken ist mir gar nicht aufgefallen, dass er 5 Türen hat. Ja, das ist cool gemacht. Das heißt, der Griff ist praktisch hinten in der Seite drin. Also man sieht nicht, dass er Türen hat. Auch hier keine Türgriffe so optisch. Die sind versenkt. Also das sieht schon richtig, schon toll. Ja, diese Autos haben alle eine geniale Straßenlage, weil die Batterien unten im Fahrzeugboden versteckt sind. Ja, das ist der schwerste Punkt eigentlich von dem Auto neben der Karosserie. Und dann liegen die wie ein Brett auf der Straße. Ja, Thema Fahrspaß. Also Elektroautos. Du selbst fährst ja auch gerne mal schnell. Das ist richtig Spaß. Man ist damit Spaß unterwegs. Ja klar, der Elektroauto hat halt eben den Vorteil, der Elektromotor, der hat das Drehmoment direkt anliegen. Das heißt, die Dinger gehen direkt ab. Hier beim Honda E ist es ganz extrem, weil das ist halt eben, wie du schon gesagt hast, durch den tiefen Schwerpunkt mit der Batterie ist das Auto unheimlich handlich, hat einen minimalen Wendekreis, ist also sehr, sehr kompakt. Das heißt, das Auto fährt sich auf gut Deutsch gesagt wie so ein Go-Kart. Ja, noch viel schlimmer. Ja, was ein bisschen schade ist, dass sie ab Werk ohne Außenspiegel kommen. Die müssen erst noch montiert werden, oder? Ja, könnte man so meinen, aber das ist das erste Auto. Das hat also in dem Fall, haben die Fahrzeuge keinen Spiegel mehr, sondern das ist alles innen drin mit Kameras. Der wird von alle Seiten rundherum mit Kameras überwacht. Man hat keine Außenspiegel mehr. Ist alles integriert. Kennen wir ja von Tesla. Da gibt es ja sogar so einen Wächtermodus, den ich einschalten kann, der das Fahrzeug überwacht bei Tesla. Aber hier sieht man, da ist eine kleine Kamera drin. Ja, das Ganze ist natürlich nicht nur dem Design geschuldet, sondern hier wurde jeder Cent Aerodynamik rausgeholt. Oder? Hier ist alles rausgeholt worden, ja. Honda ist ja bekannt für hochwertige und tolle Technologie. Und man hat halt eben hier wirklich alles an Technik reingepackt, was man so reinpacken kann. Das ist schon wirklich, wirklich toll. Er riecht nach Honda. Also Honda hat so einen eigenen Fahrzeugduft und er riecht original nach Honda.
Und was hier innen drin ist, es sieht so aus wie so eine Bang & Olufsen Stereoanlage, so vom Design her. Ja. Die Sitze haben einen genialen Halt, hast du mir erzählt. Also richtig schöne, knackig, sportliche Sitze, die mit drin sind. Und man hat mal wieder im Innenraum das Gefühl, man sitzt in einem Auto, was mindestens doppelt so groß ist. Es gibt einen Knopf, den werden wir uns gleich mal angucken, da steht Kamera drauf. Und auch die Stereoanlage, die hier drin ist, oder ich sag mal, das Bediensystem, was hier eingebaut ist, das, ich sag mal, ist puristischer, kann es ja gar nicht mehr sein. Alles, was man hier vorne sieht, ist ein Display, oder? Alles, was man sieht, quer bei so einem Armaturenbrett, ist ein riesen Display. Kann ich mir selbst konfigurieren, kann verschiedene Sachen abstimmen. Ist vom Navigationssystem drin, mit Radio, mit allem Pipapo. Ja, also alles ist ganz neu. Also nichts ist so, wie man es kennt. Also eine Studie, die man gesehen hat, von der man immer gesagt hat, naja, es kommt ja eine Studie raus, wie zum Beispiel bei Volkswagen, die haben ja den e-up, der ist auch, ich sag mal, ziemlich gelungen, ist aber innen drin plus minus so wie der vorher. Das ist hier ganz anders. Ja, hier ist das wirklich anders. Als Studie hat man das Auto gesehen auf der IAA und man hat wirklich, wie gesagt, das Auto fast genauso übernommen. Das ist nichts wie vorher. Also das hat nichts mit einem normalen Armaturenbrett zu tun, wie man es von den klassischen Autos her kennt. Auch hier in der kleinen Klasse, das ist wirklich ganz anders. So, es ist ein Auto nicht ganz billig, muss man dazu sagen. Also es gibt hier kein Einstiegsmodell für 16.000 € oder so. Wie liegt am Preis? Ja gut, preislich gesehen geht das Auto los, je nach Ausführung ab 34. Also grob gesagt liegt er zwischen 4 und knapp 39.000 €. Ja, da geht noch Förderung ab? Ja klar, die Umweltförderung, die Umweltprämie jetzt aktuell, die 6.000 €, die gehen natürlich ab. Genauso greift die 0,5% Förderung, weil es ist ein reines E-Auto. Du hast ihn schon gefahren? Ich bin ein paar Meter gefahren hier am Hof, mehr oder weniger vom LKW runter hier auf unseren Lagerplatz und weiter sind wir noch nicht dazu gekommen. Wir müssen jetzt die Autos fertig machen, dass sie für den Fahrbetrieb parat sind, also laden und alles und dann wird man auch du hast ein großes Betriebsgelände, da können wir jetzt mal ein paar Meter fahren gleich. Ja, oder? Sicher, ein paar Meter kann man schon fahren. Mach mal hinten auf bitte, ich will mal sehen, was da so... Also hier ist übrigens eine Kamera, das zeige ich mal gerade. Also da, und zwar so dezent versteckt, dass man sie fast gar nicht sieht. Da ist der Griff zum Aufmachen. Ja. Kleiner Kofferraum mit drin, das ist das Ladekabel. Das ist das Ladekabel in dem Fall jetzt, wo immer beim Auto mit dabei ist, für das Auto halt eben zu Hause an der Haushaltssteckdose aufzuladen. Ansonsten hat er natürlich alle Möglichkeiten, hat er so Lad auf Typ 2, kann auch schnell laden. Das ist also alles machbar. Genau, Details, wir werden auch nochmal ein Video nachliefern, das Unboxing-Video ist ja nur mal dazu da. Ja, hier ist ein Pannenset. Das ist ein Pannenset, halt eben so ein Tire-Fit, wo man wieder die Reifen aufpumpen kann, wenn man Platten hat mit dem Dichtmittel. Dann ist so ein bisschen Staufach, Warndreieck, Verbandskasten, was so dazugehört. Ne? So, Auto kann man umklappen, die Sitze. Die Sitze kann man umklappen, das ist alles machbar. Ja, da kann man also hier die Bank in einem umlegen, dann hat man also trotzdem schon ein bisschen Kofferraum und Ladefläche. Es ist ja in erster Linie ein Auto für die Stadt, für den Einkauf denke ich, ist es ausreichend. Das ist ein Fun-Auto, jetzt mal ehrlich. Ist nicht unbedingt ein Auto, mit dem ich jetzt mit 5 Erwachsenen in Urlaub fahren tue. Ne? Ja, das muss uns allen klar sein, aber wir reden ja hier von Fahrzeugen, ich sag mal so, E-Smart, ich sag mal als Viertürer und noch ein bisschen größer, aber eine ganz andere Nummer. Das Auto hat man noch nie gesehen im Straßenverkehr. Also wer sowas, ich sag mal, sucht, wo er absolut, ich sag mal so, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht, aber es polarisiert, oder? Es polarisiert definitiv. Ich habe also hier nicht ein Allerweltsauto. Ich habe echt ein Auto, was auffällt, wo wirklich nicht jeder hat. Das ist ein Auto, was einfach gefallen muss. Ich bin von dem Ding ganz begeistert. Ich finde ihn richtig geil, auf gut Deutsch gesagt, weil das ist einfach ein klores, knuffeliges Autochen. Understatement ist ja auch das Thema. Das heißt also, früher war es ja so, kleine Autos haben Leute gefahren, die hatten kein Geld. Stimmt ja so nicht ganz, aber mittlerweile ist das Thema E-Mobile klein, zeugt also ganz oft davon, dass jemand sehr sparsam ist und umweltbewusst. Ja, das kann man so sagen. Ich meine, hier in dem Fall ist es ein Auto, wie gesagt, für die Stadt und so weiter. Er ist auch deswegen auch so ausgelegt. Das heißt also, das Auto hat also jetzt keine Riesenbatterie, sondern hat halt eben dann die Möglichkeit, er ist dadurch leichter, kompakter. Reichweite bewegt sich so bei ca. 200 Kilometer. Aber dafür gehen auch die Ladezeiten sind natürlich kürzer, wie wenn ich jetzt eine ganz große Batterie habe. Also er ist sehr auf den Stadtverkehr irgendwo ausgelegt. Ja, außerdem gibt es Schnellladestationen. Selbst wir haben jetzt gedreht bei Porsche. Da waren wir an der Aldi Schnellladestation oder Lidl war es.
50 Ampere gab es da, also Gleichstromladen. Da ist so ein Auto natürlich mit einer kleinen Batterie ruckzuck voll und es kostet sogar nichts während der Einkaufszeit. Richtig, also mir geht hiervon nicht, die laden generell nie ganz voll, um eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten, dass die Batterie nicht überhitzt. Aber man kann davon ausgehen, dass das Auto hier dann mehr oder weniger in einer halben Stunde wieder fast voll ist. Und dann ist praktisch mehr oder weniger, wie du sagst, gerade der Einkauf beim Aldi. Und dann kann ich wieder mit einem fast vollen Auto nach Hause fahren. Ne? Mach mal vorne auf, wenn es geht. Ich habe keine Ahnung. Was Cooles ist hier vorne diese Applikation in schwarz. Ich weiß, guck mal, die stellt sich aus. Und Ja, rahmenlose, guck mal hier, rahmenlose Fenster. Ja. Das ist ja wie Weihnachten. So, jetzt suchst du erstmal die Entriegelung. Ha. Ist der Vorführeffekt. Ja, ist nicht schlimm. Falsche Seite. Das finden wir. Okay, ich verstehe. Aber was ist denn das hier in der Mitte, weißt du das? Hier ist die Ladestation. Hier sind also die Schalter. Ich muss jetzt drin gucken, wo es aufgeht. Wenn ich das aufmache, dann kann ich hier dementsprechend unten drunter sind die Stecker, wo ich das Auto lade. Deswegen ist das auch getrennt. Das heißt, ich kann es also auch laden, wenn der Kofferraum zu ist natürlich. Das ist klar, das wird sonst keinen Sinn machen. Aber es ist halt eben schick integriert. Nicht mit irgendeinem Deckel wie so ein Tankdeckel oder sowas, sondern einfach hier schön in das Fahrzeug integriert. So, das ist ja kein Spielzeug, das hier. Das hier ist ein zugelassenes, homologiertes Auto, ja. Das heißt, also das hat ein COC, richtig? Kann ich in ganz Europa zulassen? Ja, klar, den kann man ganz normal überall in Europa zulassen. Das ist wie ein normales Auto, ganz normal. So, fährt sich auch so. Honda baut ja keinen Schrott. Das heißt, wenn die irgendwas machen, dann hat das Hand und Fuß. Ja gut, Honda ist ja für Qualität bekannt. Wenn Honda was macht und entwickelt, genau wie du sagst, dann hat das Hand und Fuß. Und da funktioniert das auch. Und dementsprechend muss man sich diesbezüglich hier bei dem Auto keinen Kopfweh machen. Ja, hier vorne sieht man direkt, da ist auch nochmal eine Kamera mit drin. Da sind aber auch Sensoren irgendwie, also ich weiß noch nicht genau, wir werden das aber rauskriegen. So, das ist die Starterbatterie. Die versorgt das Fahrzeug grundsätzlich mal mit Strom, also für, ich nehme an, das Automotive-System, dass das fährt, das ist unabhängig von der Batterie. Ja, das ist unabhängig von der Batterie. Die wird zwar auch mitgeladen in dem Fall, wenn halt eben mal das Auto ans Ladegerät hängt, also für die Fahrbatterie zu laden. Aber generell ist die unabhängig von der Fahrbatterie. Das heißt, die Fahrbatterie, an der kann ich nichts falsch machen. Selbst wenn ich mal Licht anlasse oder sonst irgendwas, dann geht nicht, das geht immer auf die Batterie hier und nicht auf die Fahrbatterie. So, das Batteriemanagementsystem ist ja ein wichtiges Thema. Du hast es eben schon erwähnt, Thema Haltbarkeit. Ihr wart ganz überrascht. Ihr habt ja jetzt auch schon E-Autos, auch von anderen Herstellern im Programm. Was am wenigsten kaputt geht, sind die Batterien. Ja gut, die Batterien, die gehen wirklich sehr selten kaputt. Honda hat ja schon früher durch den amerikanischen Markt normale Hybride gehabt, wo das Thema Hybrid bei uns ja noch gar nicht so populär war. Und wir haben ja Autos mit 300.000 Kilometer, die sind 15 Jahre alt, also die sind vollkommen problemlos. Also mit der Batterie brauchen wir sich, denke ich, am wenigsten Kopfweh zu machen. So, hier ist das Kältemittel R1234YF. Da ist ein Kompressor mit drin. Ich nehme an, dass der auch wärmt, der Kompressor. Das heißt, das geht nicht über irgendwelche elektrischen Verbraucher. Nee, der Kompressor wärmt auch, ja. Der wärmt auch, so, das ist sehr sparsam. Mach mal hier auf, ich will mal da reingucken. Bitte. Er muss mal versuchen. Ist nicht so schlimm. Ich zeige schon mal die Licht-DNA in der Zeit von vorne. Also hat so kreisrunde Ringe, die mit drin sind. So sehen die aus. Geht mit dem Schlüssel. Boah, gib mir den Schlüssel. Zeig mal, den Schlüssel. Da ist der Knopf und da drückt man drauf. So, wenn du mal so lieb bist, das mal zumachst und das parallel machst, dass die Leute das mal sehen. Ja. Zup. Wie cool, das ist wie eine Brotdose. Ja, so, und dann hast du hier halt eben einmal den klassischen Typ-2-Anschluss und halt eben den CCS für halt eben diese Schnellladegeschichte. Genau, unten ist, glaube ich, Gleichstrom und oben ist Wechselstrom. Ja, das ist europäischer Standard halt eben, da hat sich so mehr oder weniger die Autoindustrie drauf geeinigt, auf diese verbreiteten zwei Systeme. Es gibt ja noch ein Schademo-System, aber das hier ist praktisch so der neueste Standard. Schademo ist, glaube ich, Tesla, oder? Nee. Das ist Mitsubishi, Tesla Mitsubishi, und genau. Ich glaube Renault bin ich mir nicht ganz sicher, die haben, glaube ich weiß es nicht, aber Mitsubishi hat in jedem Fall Schademo und Typ 1 und hier Honda und Kia, die haben zum Beispiel immer Typ 2 und halt eben das CCS-System. So, prima. Also du hast ja keine Ahnung von dem Auto, aber trotzdem frage ich dich, wozu ist die Klappe da vorne? Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt im Moment nicht sagen. Das der Abstellwagen. Ja, so ungefähr. Das sieht für mich aber eher so weit in der Richtung aus. Also nicht, was irgendwo aufgeht. Okay, super. Aber kann der Abstellwagen sein, weil irgendwo muss er die Vorrüstung haben. Aber da muss man sich schlau machen noch ein bisschen, weil wie gesagt, er ist so ganz, kam heute, oder? Er kam heute erst und wir hatten noch gar keine richtige Gelegenheit, für uns mit dem Auto richtig zu befassen. Ne? So, dann gucken wir uns erstmal den an. Unboxing, das große Thema. Also wenn der kommt, die werden in Japan gebaut? Die werden in Japan gebaut, ja. In Japan gebaut. Dann hat man hier erstmal
Da drückt man drauf. Und dann geht die Tür. Okay, also nicht wie bei Porsche, dass es so entgegenkommt. Ja. Dann hat man hier eine absolut beleuchtete Einstiegsleiste, Ja. die ist auch nochmal abgeklebt. Ja. So, das hier ist es praktisch, so kommen die Autos vom Werk. Jetzt sieht ihr so ein bisschen. Das Display rechts, guck mal. Ja. Das ist der Außenspiegel. Das ist der Außenspiegel, ja. Nee. Doch. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich irgendwas in der Tasche habe. Hier, hol mal gerade. Nicht, dass ich das Auto kaputt mache, wenn ich mich reinsetze. Das ist der Außenspiegel. Ja. Das ist ja viel geiler wie ein normaler Außenspiegel. Ja, wir können uns hier nachher bei dem das genauer angucken. Den haben wir schon soweit aktiviert. Der hier ist praktisch noch mit den Transportsicherungen versehen. Da ist also, wie gesagt, noch nicht alles scharf in Anführungszeichen. Aber so werden die Autos angeliefert mit der Folie, mit den Schutzfolien überall drauf. Die sind ja, wie gesagt, sind nicht immer sauber gemacht. Ja, das ist okay. Also das hier ist aber noch ein analoger Spiegel, wie ich sehe. Das hatte ich mal gesehen bei... Der ist nicht mehr analog. Der ist nicht analog. Das würden wir bei ihm hier sehen, wenn wir nachher den mal anmachen, dann sieht man, dass das auch nicht analog ist. Ist auch nicht analog. Krass. Krass, ne? So, Soundsystem ist wahrscheinlich richtig gut. Die abgesteppten Nähte hier. So, gucken wir mal gerade hinten rein. Do not open, mach mal auf. Oh ja, du hast kaputt gemacht. Das habe ich kaputt gemacht, das haben wir geöffnet. Jetzt musst du die Rolex kaufen. Ja. So, da vorne ist das Zettelchen drauf, also Folien sind drauf. Wenn die so kommen, was müsst ihr machen? Auch Software freischalten? Ja, wir müssen Software freischalten, wir müssen die Batterie laden, müssen alle Transportsicherungen reinmachen und dann halt eben, ich meine, Füllstände gibt es beim Elektroauto nicht viel, aber wir müssen doch die Sachen nochmal kontrollieren, alles, die Folien abmachen und so weiter, dass sie dann fahrbereit sind. Ist ein Viersitzer, sehe ich gerade. Das ist ein Viersitzer, ja. Genau. Ja. Also was Schönes ist die Sitzbank durchgehend. Ja. Wenn du mal eine Freundin hast oder so, dann... Die ist so eine Mischung halt eben auch mit einem gewissen Retro-Style, weil das ist hier ist eigentlich die Karosserieform in der Art, wie die ersten Civics hier in Europa auf den Markt kamen. Man hat sich da so ein bisschen dran orientiert. Deswegen sind so die Sitze vom Design und von allem her sind so ein bisschen da angelehnt. Ne? Auch mit der Sitzbank hinten durchgehend und so weiter. Also ein richtiges Designstück. Was mir auffällt, ist echt der Geruch. Das ist Honda-Geruch. Und cool ist auch die Verdunkelung. Du kannst absolut nicht reingucken. Ja. Warte, ich zeig's mal gerade von der anderen Seite. Da ist absolut Feierabend. Das ist sogar noch verspiegelt. Wenn die Tür zu ist, keine Chance. Da sehe ich nur noch mich. Ja. Das ist wahrscheinlich auch die ganzen Folien, die in den Autos jetzt eingebaut sind, auch Hightech, oder? Das ist auch Hightech, ja. So, die Zweifachlackierung ist schon gut, oder? Die ist schon Steht ihm schick, gut. ne? Die steht ihm gut. Es gibt in verschiedenen Farben, so ist es nicht. Kann man auch wählen dementsprechend, aber das hier sind jetzt, wie gesagt, die Farben hier haben wir jetzt als erstes bekommen. Der hier wird zugelassen, das wird auch ein richtiger Vorführer dann, wo man auch da mal einen Termin ausmachen kann, später für Probefahrten, das ist gar kein Thema. So, wichtig ist ja auch das Thema Restwert. Das heißt also, diese Fahrzeuge kann man wahrscheinlich im Leasing wunderschön konfigurieren. So, Elektroautos haben hohe Restwerte. Ja, man geht davon aus, dass die ganzen Elektroautos vom Restwert her sehr stabil sein werden. Und da kann man sich das Auto konfigurieren. Da wird es auch verschiedene Angebote geben. Also wir haben eigentlich eine offizielle Einführung geplant für ab den 6. Juni. Die Autos sind jetzt schon da. Es wird halt eben aufgrund von Corona da keine großen Veranstaltungen seitens Honda da uns geben. Aber wie gesagt, ich denke, nach Pfingsten sind die Autos oder das Auto parat zum Fahren. In meinem anderen Betrieb habe ich gehört, in Rehlingen-Siersburg haben wir halt auch die Autos bekommen, sodass wir da in beiden Betrieben parat sind. Ja, wir stehen tatsächlich in Saarbrücken. Da unten ist ein Autohaus, ich zeig's mal gerade. Wir fahren jetzt mal hier auf dem Gelände ein bisschen rum, denn da brauchen wir nämlich keine Zulassung, korrekt? Nee. Brauchen wir nicht. So, und dann Ich kann aber die Rotnummer noch schnell draufhängen. die Rotnummer machen wir drauf. Ja, das können wir gleich machen. Ist sie unten? Nee, ich hab die hier. Hast du hier? Zeig mal. Werden wir gleich mal fahren. Wir machen die Rotnummer drauf und da fahren wir ein paar Meter hier durch Da fahren wir das Gebiet. Dann da kann man einfach mal ein bisschen gucken. So, du hast es schon vorbereitet, Kennzeichen eingetragen. Da ist es. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Also normalerweise, weißt du, Elektroautos gibt es ja viele, aber ein Auto, was es vom Design noch nie gab, das ist irgendwie, hat da was. Saarbrücken 06575. Jetzt darf die rote Nummer mal so ein Auto fahren. Du, wenn du mal gerade so lieb bist, mir mal aufmachst. Vorher. Genau, weil ich beide Hände voll habe. Sogar meinen. Ey, ich komm ja nicht darüber weg, dass das der Rückspiegel ist. Wie cool. Hier, ich mache jetzt die Tür zu. Krass.
Ja gut, der Vorteil ist, dass sie dann, warte, ich schneide mich mal gerade an. Der Vorteil ist, dass hier niemand den Rückspiegel abtreten kann. Nee. Oder abfahren kann, der ist auch nicht da. Ja. Aber es macht viel aus, also Fahrtgeräusche, Pfeifen und so, das ist alles. Man kann, wie gesagt, das ganze Ding sich konfigurieren. Man kann verschiedene Sachen, kann man dementsprechend einstellen, was man wo haben will. Aber ich denke, da machen wir mal ein separates Video drüber, wo wir einfach so ein bisschen die Sache mehr zeigen. Aber du kannst hier alles Mögliche einstellen. Ist auch eigentlich, ich habe das auch vorher noch nicht gesehen, ist für mich alles irgendwo neu. Siehst du, hier kannst du sogar den Ladedeckel öffnen. Hat jetzt 32%, wir werden ein paar Meter fahren können. Aber ein paar Meter fahren, aber das ist halt eben alles nicht voll geladen, weil das Auto ganz frisch kam. Da, guck mal hier, das gibt's doch gar nicht. Verbindung zum Netz. Guck mal. Ja. Da, das ist der Spiegel. Das sagte ich, das ist kein normaler Spiegel, das ist auch eine Kamera. Ne? So, der Spiegel hat aber eine Notfunktion. Wahrscheinlich ist er leicht reflektierend, wenn er mal nicht gehen sollte. Ja. Blendet automatisch, ist eine Kamera, eine Rückfahrkamera. Ja. Das heißt, ich kann hinten vollladen, sehe immer noch was. Ja, genau. So, hier vorne ist der andere Rückspiegel. Ja. Ist auch ein Display. Das Display ist so scharf, dass du denkst... Gestochen scharf. Ne? Ja, was auch wichtig ist, die Bildwiederholfrequenz muss hoch sein, dass ich also während der Fahrt dann, selbst mit der Kamera, ich habe also jetzt hier ein Shutter von bestimmt einer Tausendstel Sekunde drauf. Nee, im Moment eine Hundertstel, es flackert nichts. Nee. So, das ist die Klimaanlage, geht direkt los. Geht direkt los, ich mach's noch mal aus, dann... Ja, aber sie wird direkt kalt. Die wird direkt kalt. Guck mal, der zeigt hier oben, macht das an, ne, was er jetzt machen tut. Wohin er bläst, wir haben jetzt auch Automatik stehen, dann geht kurz das Bild an und dann kommt das Navi. Dementsprechend sieht man auch die Reichweite, man kann hier Ladestationen suchen. Aber wir haben keine Verbindung im Moment. Wird noch freigeschaltet. Weil noch nichts freigeschaltet ist. Ja. So, hier vorne hat man dann nochmal ein Display, da ist dann der Tacho drin. Ja, da nehme ich auch mal an, da kannst du analog digital wechseln. Das weiß ich jetzt wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe davon aus, aber ich sehe jetzt, ob man da analog und digital wechseln kann. Guck mal, da ist ein kleiner Button Kamera. Guck mal da auf den Knopf rechts. Guck mal. Wo bist du da jetzt? Da, guck mal da außen. Nee, da, guck mal, der Schalthebel. Und ganz außen. Ah, hier? Ja, genau. Wow! Das wechselst du hier die Rückfahrkamera, ja. Drück nochmal drauf. Ja. Das sind die verschiedenen Ansichten. Der hat Birdview, also Sicht von oben. Ja, hat er auch, ja. Also wenn wir dann lenken, zupf, gehen die Pfeile dann dementsprechend in die Richtung. Ne? Oh, den Wendekreis, der fährt auch rückwärts, oder? Der fährt auch rückwärts, ja, der ist schon brutal, ja. Wahnsinn. Boah, fahr mal. Selbst ganz fasziniert von dem Auto. Schon lange auf das Auto gewartet und ja, das ist schon was ganz, ganz anderes, was man sonst vom Auto her irgendwie kennt. Ne? Es geht jetzt nicht darum, alle technischen Details zu kennen. Wir hatten noch keine Schulung. Geht erstmal darum, das Auto mal zu präsentieren. Hier vorne. Aber so der 10-Sekunden-Test, den wird er überleben, oder? Dass jemand sich in 10 Sekunden zurechtfindet. Ja gut, also ich sag mal, die wichtigsten Sachen vom Fahren eigentlich schon, weil man muss hier nichts Besonderes beachten. Ich meine, ich habe das Auto auch, da ich ja keine Schulungsmöglichkeit hatte, habe ich das Fahrzeug ja auch vorher nicht live irgendwie in einer Form gesehen. Und dementsprechend ist das für mich auch ganz neu, aber du kommst mit der Bedienung so ganz normal zurecht. Da ist eigentlich kein Studium nötig. Da musst du nicht unbedingt studiert haben, weil so fährt das Auto sich ganz normal. Ich komme ja mit dem Rückspiegel da, das habe ich mal gesehen, beim RAV4, glaube ich, war es. Der hat auch so ein Ding. Ja. Aber das ist alles gestochen scharf. Und was krass ist hier, das ist die Qualität von dem Rückspiegel. Das werden wir gleich mal sehen, wenn wir fahren, denn viele Systeme haben ja das Problem, dass die Bildwiederholfrequenz aber nicht hoch genug ist und dass dann die Auflösung unscharf ist. Ich habe das bei uns im Wohnmobil, haben wir so eine Rückfahrkamera, die kannst du eigentlich nicht laufen lassen, weil das Bild ist nicht gut genug. Zur Orientierung ist das gut, ob du einen reinfährst oder so, aber es dauernd laufen zu lassen, das ist dann ein bisschen ungeeignet. Ist das echtes Holz? Nee, das ist kein echtes Holz. Sieht aber aus wie Holz. Ich sage ja, die Japaner. Hier ist um die Uhrzeit ist hier so, immer, frei. Hier immer Alarm. So. Das ist halt eben typisch E-Auto, du hörst halt eben im Auto nichts. Wie Sie hören Sie nicht. Übrigens, wenn man draußen ist, es kommt mal eben nicht hören, weil wir direkt an der Autobahn waren. Es hat so einen Geräuschgenerator, der klingt natürlich wieder spacig. Ja. Also klingt so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, wie so ein Zirpen. Ja, richtig, ja. Wie hoch ist denn die Förderung im Moment? Oder ist das noch nicht sicher? Ja gut, die neue Förderung, also das heißt die aktuelle Förderung, die liegt bei 6.000 € für die E-Autos. Das ist praktisch die Förderung, die immer noch logischerweise vom Kaufpreis abgeht. Okay, dann liegen wir 34 minus 6 sind 28? 28, grob, wo es losgeht. Brutto, inklusive Steuer? Ja, ist inklusive Steuer, ja.
da geht's los. Man muss halt eben individuell sehen, ob man noch irgendein Zubehörpaket will oder sonst irgendwas. Das muss man halt eben alles dann individuell dementsprechend konfigurieren und dementsprechend kalkulieren. Krass, ey, die Spiegel sind wie Spiegel. Besser. Ja. Sind gestochen scharf. Das siehst du also hier. Also so gestochen scharf sieht man im Rückspiegel nicht. Ich bin auch mit solchen Spiegeln bisher noch kein Auto gefahren. Das ist für mich ganz neu. Aber das ist echt schon krass, das da. Ne? Genau, wenn du mal kurz auf Kamera nochmal drückst. Also hier die Kamera. Kamera, genau. Ich will mal gerade sehen, ob man nämlich zurück... Nee, das macht es geht nur bei niedriger Geschwindigkeit. Ja, jetzt fahre ich langsam, jetzt kommt er. Und wenn Okay. ich dann schneller fahren, dann geht es aus, dann geht er wieder in die Ja, du sollst ja auch Navi-Bildschirm. nicht abgehen. Wenn du mal so lieb bist, auf das EV-Menü drückst, hier das Autochen, wie bei... Da links, guck mal da, oben. Da EV, siehst du? Genau. Ich will mal gerade sehen, was da kommt. Zeitplan für Ladung, Betrieb des Klimagerätes, Da Ladewerteinstellungen. kann man verschiedene Sachen einstellen, aber ich kann da jetzt echt nicht sagen, wo, wie, was. Ich will auch jetzt nicht... Da, guck mal hier, nach rechts. Ja. Da ist die Rekuperation zu sehen. Jetzt bremse ich und jetzt tut er rekuperieren, das lädt er wieder. Und ich gehe davon aus, wenn ich jetzt hier ein bisschen Gas gebe und dann... Wow! So, ich halte mal nicht hier auf die Kilometer. Nicht Ja. das. Also, du kannst hier, wie gesagt, vom Fahren her, der ist unheimlich handlich, die Lenkung ist direkt. Das Auto fährt sich also wie ein Go-Kart, das Auto. Ne? Was ziemlich krass ist, ist die beheizte Heckscheibe. Die ist so fein, der Draht, Ja. dass ich es eben gar nicht bemerkt habe. Nee, das ist richtig. Das merkst du eigentlich nicht. Ich will mal gerade hier was ausprobieren. Ich will mal zeigen, guck mal hier, was der für einen Wendekreis hat. Guck dir das mal an. Warte, fahr mal. Das Ding drehst du fast auf der Stelle. Warte, ich muss aussteigen. Warte. Das ist der Hammer. Weil, als er das eben angezeigt hat, habe ich gedacht, das ist ein Scherz. Ja. Warte mal. So, ist frei alles? Unglaublich. Die Probefahrt mit dem Honda E. Ja, wir haben ihn ausgepackt. Wir wissen noch nicht viel von dem Auto. Aber eins wissen wir, er hat einen Wendekreis. Das ist unglaublich, wenn du mal gerade so lieb bist und ihn noch einmal im Kreis fahren lässt. Warte. Machen wir mal kurz zu. Das ist unglaublich. Der wendet quasi fast auf der Stelle. Und ist unglaublich handlich. Super. So, mach mal gerade nochmal auf. Dankeschön. Ja, das mit dem Wendekreis ist natürlich schon ein mega Thema. Warte mal, ich mach mal eins gerade. Ich zeige mal gerade hier drunter, weil da komme ich nämlich normal nicht ran. Hier hat er nämlich eingebaut 230 Volt, direkt eine Steckdose. Ja, du kannst auch an der Steckdose, kannst du auch dann das normale, wie eine normale Haushaltssteckdose, kann man auch was anschließen. So, dann hat er HDMI mit drin. Das heißt, ich nehme an, ich kann hier was einspeisen Ja. auf das Display vorne. Ja, ich kann mit dem Display da spiegeln, alles. Da kann ich, klar, die ganzen Sachen kann das Ding logisch. Allein der Getränkehalter mit dem Ledereinsatz da Ja, vorne. das ist schon cool, ne? Hier ist doch richtig stylisch die Geschichte, ne? Kann ich hier rausziehen. Das ist schon Wahnsinn. So, ich steige mal ein, dann schneide ich mich gerade nochmal an. Aber wie gesagt, das ist alles sehr intuitiv zu bedienen. Ich habe das Auto, wie gesagt, in der Art und Weise ist der auch für mich ganz neu, weil wir durch die Corona-Geschichte keine Schulung hatten. Aber selbst ich finde mich hier problemlos so weit zurecht, dass man also gar keine Angst haben muss vor dem Auto. Das ist wirklich zu fahren wie ein ganz normales Auto, wie man es kennt. So. So, hat einen WLAN-Hotspot mit drin, das heißt über die Karte. Das heißt, lieb, mach mal gerade das Radio leise. Der hat nämlich noch analoge Regler, die sind hier in der Mitte dran. Ja. Cool, und ich kann natürlich alles über das Ich kann Display. über das Lenkrad machen. Ich habe auch hier Tempomat alles drin. Ich habe Lenkradheizung drin. Ich habe Spurhalteassistent. Also die ganzen Features sind je nach Modell oder je nach Ausstattung sind die immer dabei. So, warte, ich zeige mal gerade das Lenkrad. Ja. Da hat er nämlich schon Symbole mit drin. Ja. Das Also Ganze bleib kurz stehen. wirkt So. unvorstellbar kompakt. Also Ja. auch das Lenkrad, wenn du kurz die Hand Ja. wegnimmst, sei mal so Ja. lieb, zeige ich mal gerade hier oben die Einstellung. Das ist so Spurhalter und Co. Hier vorne habe ich mein Audiosystem, was ich machen kann. Eine Hupe, hup mal. Ne, Das sind Leute. Gerade Fußgänger erschrecken. Nee, das soll man nicht. Außerdem darf man das ja gar nicht. So. Alles verboten. Deutschland. Spaß. So, Navigation, Fahr noch eine Runde. Personal Assist. Ja. Ja, fahr mal zum Globus. Ich will mal sehen, wie die Leute gucken. Nee, ich weiß jetzt nicht, wie man ist sehr, sehr wenig Strom drin. Wie Strom hat. Ja, da unten steht 64 Kilometer. Ja, Bitte bitte. einmal gucken. Weißt du was, ich stell den mal ab irgendwo. Ja, den Test wird man mal machen, wenn das Auto richtig zugelassen ist. Da können wir gerne mal den Test machen. Ja, sehr schön. Nee, aber fällt schon auf.
Also es ist ein richtiger Hingucker. So HDMI, warte, ich drück mal da drauf. Was denn kommt, wahrscheinlich ist es der Eingang. Kein Gerät Video während der Fahrt nicht verfügbar, das heißt, ich kann im Stand... Du kannst im Stand rein theoretisch einen Film gucken, kannst ein Video gucken. Aber das geht logischerweise nicht während der Fahrt, weil das wird dir sonst keinen Sinn machen, das wäre sonst viel so gefährlich. Absolut. So, Display hier vorne nochmal. Also alles ist ganz matt. Displays spiegeln überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Keiner Weise, kein Millimeter. Das ist alles... Wie haben die das denn gemacht? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Und sie sind echt hell. Also die Sonne ist jetzt hier knallehell. Ja. Weißt du, was die machen? Das ein andermal. Wir fahren jetzt noch eine Runde und dann zeigen wir das mal. Hier vorne parken, der parkt automatisch ein. Guck mal hier, der hat eine Parktaste hier rechts. Guck mal. Da, ich konzentriere mich ein bisschen durch Fahren. Ich will jetzt nicht irgendwo gegen die Wand fahren, aber... Ja, hast ja recht. Du sagst jetzt, wenn er Parktaste... Du merkst meine Aufregung. Das ist schon... Ist auch nicht gespielt. Also Parktaste hat er kann selbst einparken, das weiß ich. Kommt jetzt in dem Fall wieder auf die Ausstattung an, dann ist er auch mit so einem Parkassistent. Ja. Okay, der ist schon gut aus. Ich nehme an, die Erstausstattung ist immer gut ausgestattet, oder? Ja, wir kriegen in der Regel immer die guten Ausstattungen, um halt eben auch alles zu zeigen, was man alles damit machen kann. Und ich denke, wenn wir ein zweites Video machen und ich habe mich ein bisschen mit dem Auto beschäftigt, dann tun wir das mal zeigen, ja. So, ganz viele Sachen sind auch ganz intuitiv, wie die Parkbremse, die Drive Mode. Ich nehme an, da kann man auf Super Turbo Boost bis Eco schalten. Ja. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch hier das Rekuperieren einstellen. Ne? Über Pedal? Über Pedal halt eben. Ne? Kann man die Rekuperation einstellen. Also das kann man alles. Also alle Features, die wirklich so ein modernes E-Auto hat, die hat er hier auch. Das ist schon echt Wahnsinn. Cool. Ja, für alle, die gerade zugeschaltet haben. Diese Blickfang, die ganzen Leute, wo jetzt so gerade hier vorbeigefahren sind, hat man gemerkt, haben sich direkt nach dem Auto rumgedreht, weil so ein Auto hat nicht jeder gesehen. Das ist schon faszinierend. Ne? Ja, aber jetzt mal ehrlich, also wenn du jetzt hier mit der Förderung da so um die 28 liegst, könnt ihr die überhaupt liefern im Moment? Also Honda gibt an, dass eine vernünftige Verfügbarkeit da ist. Man muss jetzt sehen, aufgrund der Corona-Pandemie, wie halt eben die Verfügbarkeit effektiv ist, aber man musste nicht jahrelang drauf warten. Das heißt, also wir haben eigentlich eine vernünftige Lieferzeit. Sehr schön. Honda E, ja, Modelljahr 2020 mit einer Taste, die ich noch nicht kenne. Nämlich unter D ist so ein kleiner Fuß, der geht rauf und runter. Das ist die Parkbremse, oder? Nee. Ja, das ist wahrscheinlich die von der Handbremse halt eben, in dem Sinn die Automatik von der Handbremse, wo man dann das einstellen kann. Dass die von selbst zugeht, mehrere Male im Stadtverkehr oder so. Thomas, du hast mir nicht zu viel versprochen. Das ist, als ich das letzte Mal sagte, ich habe die Bilder gesehen, habe ich gedacht, naja, 34. Aber es ist ein Lifestyle-Objekt. Es ist ein Lifestyle-Objekt. Es ist also kein Auto, wo ich sage mal, auf gut Deutsch gesagt, ist also keine Büchse oder irgendwie ein ganz einfaches, nackiges Auto, wie es auch Modelle von Mitbewerbern gibt. Das hier ist schon ein Auto, was richtig Spaß auch macht. Und das kann ich damit jetzt nicht vergleichen. Ne? Also ich muss sagen, die paar Meter, ich bin jetzt hier zum allerersten Mal jetzt gefahren. Also mich begeistert das Auto. Man muss, wie gesagt, wirklich, wenn sie mal fertig sind und zugelassen alles, der Vorführer muss man wirklich, kann jedem nur empfehlen, eine Probefahrt mit dem Auto zu machen. Das macht richtig Laune, das Auto. Also gelb wäre jetzt nicht meine Farbe, aber die weiße. Das ist Geschmackssache. Das stimmt. Leben, ne? Das ist richtig, ja. Aber der weiße, der hat es mir angetan. Ja. Weil ich gehe mal raus, gut, der hat kein Schiebedach. Aber hier mit diesem Bird View, dass das direkt funktioniert, dass du nicht fahren musst. Ja. Das heißt, normalerweise musst du ja bei einigen Autos hin und her fahren. Das ist die SOS-Taste. Ja, die ist ja Pflicht, glaube ich, jetzt, oder? Die ist inzwischen Pflicht. Bei den neuen Fahrzeugen, die jetzt auf den Markt kommen, ist das also verpflichtend in dem Fall, ja. Cooles Auto. Komm, wir steigen aus, machen wir Abmoderation. Ja. Haben wir die. Man kann auch hier noch warte mal, Drive Mode, sag mal. Kann man Sport und normal, dann ist er noch ein bisschen spritzlicher, geht natürlich dann auf die Batteriekapazität. Aber auch das kann ich hiermit alles einstellen. Also alles intuitiv, wie beim normalen Automatikauto oder wie man jetzt von meinen anderen Marken, die wir noch vertreiben bei den E-Autos, alles hier angelegt. Hier vorne ist die Automatikschaltung, das heißt R ist Rückwärtsgang, N ist neutral. N ist neutral und D ist Dauer oder Drive und P ist Parken. Und dann ist er jetzt in dem ganz normalen Parkmodus drin. Ja, merkt man nicht. Und wenn du auf Power drückst, geht wahrscheinlich die Klima aus. Genau. Na, aus geht sie nicht, aber es geht halt eben da mehr Leistung auf die Fahrbatterie, hat eben mehr zum Fahren.
und nicht unbedingt für die Verbraucher dann. Mhm. Gut, komm, wir steigen aus. Also, Premiere. Der neue Honda E. Also Probefahrten gab es ja schon, aber so ein Unboxing hier von einem, der wirklich hier gerade mal vom LKW aus Japan gefallen ist, das ist schon richtig toll. Thomas, bisschen Werbung für dich. Autoreiter gibt es schon sehr lange. Ja, Autoreiter gibt es schon seit über 35 Jahren, seit 1985 am Standort in Rehlingen-Siersburg. Und hier in Saarbrücken sind wir auch schon wieder etliche Jahre, 15 Jahre seit 2005. Ja, sehr schön. Und ja, wieder ein neuer Spross aus der Honda-Familie, der, ich denke mir, absolut seine Anhänger finden würde. Spritzig, günstig, muss man auch sagen. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel in Frankreich wohnt, ist der Strom ja noch mal ein bisschen billiger. Es soll ja auch Anbieter geben, wo man das programmieren kann, dass man zu gewissen Zeiten laden kann. Also das soll ja auch kommen. Das kann ich programmieren per App. Gibt es eine App? Ja, App gibt es dafür. Und da kann ich aber das Auto einstellen von der Uhrzeit, wann es laden soll. Das geht alles auch vom Fahrzeug selbst aus. Wobei ich glaube, diese Nachtstromgeschichte ist heute nicht mehr so populär. Aber man kann die Zeiten, wann man laden will, programmieren. In Frankreich habe ich es. Also da habe ich so einen Anbieter, so einen Öko-Anbieter, der sagt, zwischen, glaube 11 Uhr nachts und 5 Uhr kostet der Strom nur die Hälfte. Und so sieht es aus. Ja, großer Spross und wegen dem Preis am besten mal anrufen bei Reiter. Ihr habt jetzt relativ viele Anfragen aus ganz Deutschland. Wie geht denn das? Wenn ich so ein Auto habe, will das jetzt bei euch kaufen, kommen zum Beispiel aus München. Wie läuft das normal ab? Ja gut, also es gibt bei Honda, muss man sich vorher registrieren auf der Honda-Seite. Da gibt es so eine Webseite von Honda, da ist auch bei Honda alles veröffentlicht, wo man erstmal sich dann anmelden muss. Ansonsten kann man das Auto ganz normal bei uns kaufen, bestellen. Und zulassungstechnisch muss man halt eben sehen, über Zulassungsdienst gibt es da schon Möglichkeiten. Aber so die Privatzulassung im Moment hier im Saarland ist nicht so schnell. Ja, im Moment haben wir da ein bisschen zu kämpfen, weil mit Zulassung ist im Saarland momentan je nach Zulassungsstelle, sage ich mal, etwas schwierig und mit Wartezeit verbunden. Das ist nicht ganz. Ihr habt aber Tricks, habe ich schon erfahren, wie ihr die Autos zugelassen kriegt, irgendwie in absehbarer Zeit. Naja, Tricks ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wir gehen halt eben auch über Zulassungsdienst und müssen uns vorher Termine holen. Ist sehr viel Aufwand im Moment, aber man kriegen sie schon zugelassen, aber es geht leider nicht so wie früher von heute auf morgen. Da muss man schon leider etwas Zeit momentan in Kauf nehmen. Ja, was vielleicht noch abschließend dazu, hier sieht man es auch ganz gut, allein die Frontsilhouette, die geht nach innen und nicht nach außen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, absolut. Super. Ja, vielen Dank, Thomas. Und Probefahrt holen wir nach, dann weiß der Thomas auch alles und sind natürlich dann auch geschult, sehen es uns nach, wenn wir das eine oder andere nicht wissen. Oft sind ja die Zuschauer etwas schlauer wie die Verkäufer. Tschüss, Thomas. Tschüss.